Bonjour, mesdames, messieurs. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Renault 5 Baccarat, den Super 5. Ja, wir haben euch den ja damals vorgestellt, der war in einem wirklich ganz traurigen Zustand. Mittlerweile habe ich ein bisschen was dran gemacht und ich kann euch versprechen, das wird jetzt so ein bisschen so unser Langzeitprojekt. Wir werden also immer wieder mal zwischenschalten und euch weitere Fortschritte an diesem Auto zeigen. Ziel ist es, dieses Auto tatsächlich in Deutschland zuzulassen, ein H-Kennzeichen zu bekommen. Die Hürden sind jetzt nicht mehr so ganz gering, also die gucken schon genau hin. Wir hoffen, dass es klappt. Ich werde noch einiges machen. Ich zeige euch heute mal, was schon passiert ist. Also ihr erinnert euch vielleicht noch, die es gesehen habt, an diese traurigen Türpappen, die hier verstreut auf dem Hof lagen. Die habe ich wieder in mühseliger Kleinarbeit so hergerichtet, dass sie wieder passen und dass sie auch wieder ganz gut aussehen. Ich habe mal so ein paar Clips besorgt, habe viel geklebt, viel gemacht, viel improvisiert. Aber jetzt ist es wieder hervorragend. Selbst die Fensterheber gehen jetzt richtig vernünftig hoch und runter. Das war auch ein Problem. Das geht wieder. Dann habe ich schon mal angefangen, so ein bisschen die Technik zu machen. Also dieses Auto war tatsächlich nicht wirklich sehr liebevoll gepflegt. Das ist ja leider immer so der Fall. Die werden dann irgendwann weggestellt und keiner kümmert sich. Also ich habe jetzt einen Ölwechsel gemacht. Das Öl war wirklich pechschwarz wie bei einer Baumaschine. Habe alle Kerzen gewechselt, die waren richtig fest, als ob das noch die ersten von 1988 waren. Genau, und ich kann euch jetzt auch noch mal was Konkreteres hier zu diesem Motor sagen. Ich habe mich jetzt informiert. Also der Baccarat, die High-End-Version des Renault 5, die genauso teuer war wie der berühmte Renault 5 Turbo, aber seltener, hat zwei Motorvarianten. Einmal diesen 1,4 Liter mit gut 70 PS und es gab einen stärkeren 1,8 Liter mit fast 90 PS. Das ist hier der 1,4 Liter mit gut 70 PS und den gab es ausschließlich in Verbindung mit dem Automatikgetriebe. Also das ist noch eine Besonderheit. Es gab nur den Baccarat mit Automatikgetriebe mit dem kleineren Motor. Der kleinere Motor hat den großen Vorteil, dass er keinen Zahnriemen hat wie der größere, sondern eine Steuerkette, die hier hinter irgendwo sitzt. Also im Prinzip ist es doch noch das Aggregat des Renault 4, der ja für relativ hohe Laufleistung bekannt ist. Und dass dieser Motor relativ robust ist, habe ich neulich gesehen, als wie gesagt dieses schwarze Öl da rauskam. Das ist jetzt ein Ölwechsel mit Ölfilter gewesen, den hier rauszukriegen. Da muss man schon wirklich sehr kleine Finger haben. Die habe ich leider nicht, aber ich habe mir da mit Werkzeugen geholfen. Und das ist jetzt erstmal eine erste Spülung. Das Öl wird bald wieder runtergelassen und wir hoffen, dass der Motor dann innerlich so ein bisschen sauberer wird. Man sah hier schon an dem Öldeckel, den ich jetzt hier mal aufmache, dass der Motor schon ordentlich Ölschlamm leider hat, dadurch, dass er wenig gepflegt wurde. Und Ziel ist es, mit Additiven das so hinzukriegen, dass der wieder einigermaßen sauber wird. Genau, dieses Auto hat keinen Cut ab Werk. In Frankreich hat man das damals 88 noch nicht so wichtig genommen. Genau, das Auto ist jetzt Baujahr Ende 88. Also es ist ein waschechtes 80er Jahre Auto. Und es wurde, glaube ich, bis 90 gebaut. Dann war Schluss mit dem Baccarat. Die weiteren Renault 5 wurden ja noch weitergebaut bis 93, 94 sowas. Genau, weiteres Update. Ich habe versucht, das Auto so ein bisschen zu kosmetisieren. Das ist mir noch nicht hundertprozentig geglückt. Das ist auch nicht so meine Stärke, so diese Polierarbeiten, aber auch das werde ich noch irgendwann machen. Aber ich habe zum Beispiel diesen fehlenden kleinen Felgendeckel nachgemacht und finde ich ganz okay. Also ich habe einen alten Felgendeckel genommen, der ist nicht zu diesem Auto, habe den so ein bisschen hochgespachtelt und lackiert und jetzt sieht das also fast wieder aus wie original. Genau, was noch ein Problem sein wird, ist der Heckscheibenwischer. Der zuckte ja immer so. Und das liegt an einem Relais. Das kann ich euch mal zeigen. Es geht hier sehr ins Detail. Also ihr könnt jetzt auch abschalten, wenn es zu langweilig wird, aber ich zeige es euch trotzdem. Also das ist dieses berühmte Relais. Das ist für die Steuerung von dem Heckscheibenwischer und der Spritzanlage zuständig. So, das ist kaputt. Ich habe geguckt, in Deutschland ist das nicht zu bekommen. Also auch die ganzen namhaften Zubehörläden für französische Automobile bieten das leider nicht an. In Frankreich gibt es welche, da gibt es diese rührige Seite Le Bon Coin. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr französische Liebhaber seid, französischer Fahrzeuge, da findet man noch sowas. Ist halt ein bisschen mühselig, das nach Deutschland zu kriegen, weil der Franzose an sich ungern ausländisch irgendwie was verschickt. Aber auch das werde ich bekommen und dann werde ich euch irgendwann zeigen, dass auch der Heckscheibenwischer wieder funktioniert. Genau.
was ich schon sagte, es ist halt wirklich sehr, sehr kompliziert, diese Plastikteile so wieder hinzukriegen, dass sie einigermaßen so aussahen, wie es original war. Es ist alles ein bisschen gebrochen. Ich habe es hier ganz gut hingekriegt, wie ich finde. Auch diese Mittelkonsole, ein Riesenproblem, weil die war wirklich nur den Top-Modellen vorbehalten. Also Renault Baccarat und auch den Renault Turbo. Wenn man noch überhaupt eine kriegt, in der Farbe so gut wie ausgeschlossen. Ich habe eine gefunden in einem Schwarz. Unbezahlbar. Die wollen dafür 300 Euro haben. Also habe ich die jetzt erstmal so geklebt, habe hier so einen Stoff drüber gesetzt, damit man diese ganzen Brüche nicht sieht, habe das so ein bisschen verschraubt. Je mehr man hier dran macht, desto schneller bricht es weg. Das habe ich festgestellt. So, diese Lufteinlässe hier, die sind auch weg. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Das ist jetzt nicht so optimal original. Was ich noch gefunden habe, hier auf dem Dachboden dieser Werkstatt, ist so ein alter Teppich. Der passt jetzt nicht genau in den Renault 5 Baccarat, aber er ist vom Muster im Prinzip identisch wie die anderen. Und im Prinzip reicht es erstmal. Also der Motorlauf ist jetzt schön. Das Automatikgetriebe war undicht, hatte auch viel zu wenig Öl drin, das habe ich nachgefüllt. Jetzt läuft er eigentlich schon mal ganz gut. Das nächste wird sein, Ventile einstellen. Hydroschlüssel gab es hier noch nicht. Wir müssen noch die Ventile einstellen. Also dazu muss der Motor aber erstmal richtig sauber werden, finde ich. Und dann machen wir uns an die Ventile ran. Also es bleibt spannend, finde ich. Ihr hoffentlich auch. Schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen. Abonniert unseren Kanal. Also bis bald. Tschüss. Ba-ba-da-ba-ba.